Mit diesem Stoff werden im Rahmen von Swiss Senses auch die Sitze von unseren A350 bezogen. Wie so ein Stoff produziert wird und was er alles können muss, das erfahren wir in der heutigen Folge von Swiss Behind the Wings. Heute bei Lahntal im Oberaargau. Lou, erzähl erst mal, wer bist du und was machst du? Ich bin der Lou und innerhalb der Lahntal-Gruppe verantworte ich das ganze Luftfahrtgeschäft. Ich bin seit 10 Jahren in dieser Rolle und bin natürlich sehr viel unterwegs mit unseren Airline-Kunden. Unsere Kunden sind wirklich global verstreut. Wir haben in fast jedem Land eine Airline, die wir bedienen dürfen. Aber die Swiss mit der Schweiz und der Schweizer Identität ist natürlich für uns wirklich immer eine Herzensangelegenheit. Wie kommt es dazu, dass so eine Firma aus dem Oberaargau rund 300 Airlines mit Textilien beliefert? Die Geschichte der Lahntal ist gestartet 1886. Und zwar haben wir Käselinien damals produziert für einen Emmentaler Käse, hier im Oberaargau. Das bedeutet, dass wir seit 130 Jahren Textilien hier in der Schweiz produzieren. Und nachher, nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1954, ist ein Vertreter von der KLM in der Schweiz gereist und hat den damaligen Besitzer von der Lahntal getroffen. Und er war begeistert von der Qualität unserer Textilien und hat gefragt, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, dass die Textilien um ein Flugzeug fliegen. Und so sind wir eigentlich über diesen Zufall in die Luftfahrt hineingestolpert. Und heute produzieren wir Produkte für die globale Luftfahrt, für den Busmarkt und für den Bahnmarkt. Aber für uns im Kontext der Lahntal ist die Luftfahrt der wichtigste Markt. Lou, was macht der Lahntal-Stoff so besonders? Als Unternehmen, das am Standort Schweiz produziert, müssen wir uns zwingend über Qualität differenzieren am Markt. Und da haben wir einen ganz hohen Fokus darauf, dass wir auch wirklich die besten Textilien produzieren. Also Lou, wenn so ein Stoff entwickelt wird, was geht da für Phasen durch? Wir starten immer zusammen, gemeinsam mit der Swiss, mit der Inspiration. Und die Inspiration ist ein Startpunkt, um in den Designprozess einzusteigen. Dort schauen wir dann an, wie könnte dieser Stoff in der Zukunft aussehen, welche Farbigkeit hat er, wie wird er gestaltet. Da sind wir sehr in einem Kreativprozess drin. Da gab es am Anfang einfach 3 unterschiedliche Farbrichtungen. Einmal eher in die blaue, einmal in die grüne und einmal in die Burgundi-Richtung. Das heißt, wir haben alle Farben mal abgewogen. Und dann hat man eigentlich mehr und mehr durch Musterung schauen können, in welche Richtung geht's. Dann hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass es Burgundi wird. Und dann hat man einfach geguckt, was passt der Swiss am ehesten und hat sich dann für eine sehr subtile, harmonische Variante entschieden. Und sobald wir die ersten Würfe haben, gehen wir in die Produktion. Am Anfang produzieren wir Muster, die anschliessend testen, dass wir auch sicherstellen, dass die wirklich sicher sind. Und so nähern wir uns langsam dem Endprodukt nähern. Das geht ein paar Monate und sobald wir dann eigentlich den Stoff genau so haben, damit er die DNA von der Swiss perfekt verkörpert, dann gehen wir in einen Produktionsprozess und produzieren dann die grosse Menge hier am Standort Schweiz. Also wir kommen das spezifizierte Garn über. Nachher wird das Garn genau in den Farben, die für Swiss Design verwendet werden, gefärbt. Die Swiss hat das Design, das nur für die Swiss da ist, das nur von der Swiss mit uns zusammen entwickelt worden ist. Und die Farben die müssen ganz genau stimmen, dass das Interieur immer gleich aussieht. Also färben wir die Farben auf diesen Garn und wenn die Farben richtig eingestellt sind, dann tun wir das noch zwirnen, spulen und nachher gibt es ein Längskettsystem mit den Fäden und ein Querschusssystem. Wir tun das auf den Webmaschinen, die ganz spezifisch für diese Art von Stoff entwickelt sind, weben. Nachher kontrollieren wir den Stoff, dass er keine Fehler hat. Die Fehler, die drin sind, flicken. Und nachher gibt es noch einen Veredelungsprozess. Wir das ausrüsten, sodass der Stoff all die Flammenanforderungen, die sehr wichtig sind im Flugzeug, erfüllt. Und dass er auch ganz einen schönen Griff hat, dass er sich schön weich und fein anfühlen tut. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, in Zukunft wird es Veränderungen geben? Siehst du irgendetwas in der Produktion? Also wir setzen ja momentan ganz stark auf Digitalisierung in der Produktion und auf
nachhaltigere Produkte. Nachhaltige Produkte in der Luftfahrt heisst primär leichtere Produkte. Ja. Unsere Forschung und Entwicklung geht hin, dass wir unsere Produkte so leicht wie möglich versuchen zu machen. Jedes Kilo, das wir aus dem Flugzeug rausnehmen, spart Kerosin, spart CO2-Belastung. Das ist für uns sehr wichtig und Digitalisierung hilft uns, Produkte noch individueller für den Kunden, mit noch individuelleren Designs und in einer noch kürzeren Zeit können produzieren und in unserem Fall auch noch umweltfreundlicher, weil wir unsere Färbemethoden noch umweltfreundlicher können gestalten dank diesen ganz modernen Methoden. Eigentlich jeder Liter Wasser, das wir hier am Standort Melchnau brauchen, zum Garnfärben wieder aufbereiten, fließt dann zurück in die Aare. Und ich bin ein begeisterter Aareschwimmer, gehe mit meinen Kindern immer in die Aare schwimmen und traue mir das also wirklich jederzeit zu. Und ich glaube, das ist auch etwas Schönes in der Schweiz, dass wir dann alles, was wir brauchen, wieder so der Natur zurückgeben, wie sie so verdient hat. Da bist du auch der beste Beweis dafür, dass das wirklich eingehalten wird. Super. Bis jetzt ist noch nichts passiert, als ich in die Aare schwimmen. Ja, sehr schön. Okay, gut. Ich meine, 1944 im Jahr hat es auch noch wenig Auflagen gegeben. Und jetzt, heute ist ja das sehr reguliert, oder? Also es müssen Textilien erfüllen in der Luftfahrt. Das wichtigste Gut in der Luftfahrt ist das Gut von der Sicherheit. Das heisst, alle Produkte, die wir produzieren, die müssen ganz hohen Sicherheitsanforderungen genügen. Jetzt für uns als Textilproduzent bedeutet das, dass die Stoffe und Teppiche, die wir produzieren, nicht brennen dürfen. Und falls sie dann gleich mal brennen, dürfen sie vor allem keine toxischen Dämpfe entwickeln. Die Entwicklungsabteilung gibt uns einen klaren Auftrag, dass wir den Stoff nach der Spezifikation abchecken sollen. Und da gibt es 2 Hauptkriterien. Das eine sind so die Gebrauchseigenschaften und das andere sind luftfahrttechnische Eigenschaften, die der Stoff erfüllen muss. Auf der einen Seite haben wir so Alltagsprüfungen wie Pilling oder Festigkeitsprüfungen, Dehnungsprüfungen, Abriebfestigkeiten, dass der Stoff auch wirklich das aushält, was er aushalten soll dann im Gebrauch bei euch im Flugzeug. Und auf der anderen Seite haben wir die Brandprüfungen oder Flammtestprüfungen, wie einen einfachen 12-Sekunden-Flammtest oder dann den Kombinationstest in Kombination mit den Schäumen, den sogenannten Seed-Burn-Test. Wir haben dort einen Kerosinbrenner, der hat eine Flammenlänge von 30-40 cm, 1000 Grad heiß und der verbrennt 2 Minuten lang dieses Sitzkissen aus relativ kurzer Distanz von 10 cm. Und wir messen, wie lang ist am Schluss die verbrannte Länge. Dann muss auf der einen Seite, auf der Brenner gegenüberliegenden Seite muss noch was übrig bleiben, gutes Material übrig bleiben, damit wir diesen sogenannten Flashover nicht bekommen, also dass die Flamme von einem Sitz auf den nächsten übergreift. Für uns war das natürlich ein ganz spezielles Projekt, das A350-Projekt. Zum einen haben wir mit euch im Team den gestalterischen Teil übernommen, wo wir versucht haben, uns in die DNA von der Swiss hineinzuversetzen. Wie möchte sie sich in der Zukunft auch differenzieren im Markt? Was möchte sie dem Passagier mitgeben? Und zum anderen haben wir aber auch ein Design mit dem Garé-Design, wo wir auch damals involviert sind, wo ein zeitloses Design ist, wo absolut für die Qualität von der Swiss, für ein zeitloses Design steht und wo wir so auch hätten die DNA eigentlich überführen in das neue Flugzeug. Und das haben wir, glaube ich, zusammen mit der Swiss wirklich in Perfektion können realisieren, dass man an diesem Garé-Design möglichst festgestaltet hat, aber gleich dann noch das Design so weiterentwickelt hat, dass man es dann eigentlich ins Jahr 2025 transportiert hat. Und jetzt sag mal, wenn du jetzt so in einem Swiss-Flugzeug sitzt und auf einem Landhalstoff sitzt, was ist das für ein Gefühl? Das ist natürlich wirklich eines der ganz grossen Highlights, wenn Landtal-Mitarbeiter dürfen auf unserem eigenen Stoff hocken. Und gerade die Swiss, wo unser Home Carrier ist, wo wir natürlich auch sehr viel Herzblut damit verbinden und dann noch mit unserem Stoff, den wir hier am Standort Schweiz produziert haben, das macht uns vor allem eins, das ist sehr, sehr stolz. Toll. Das Schöckeli noch dazu. Das Schöckeli nehmen wir immer noch dazu. Das gehört auch zu der Swiss. Aber wirklich, wir sind sehr froh und sind sehr stolz darauf, dass wir so eine tolle Airline dürfen beliefern mit unseren Textilien. Das ist sehr schön. Toll. Das war es von Swiss Behind the Wings. Ich werde bei meinem nächsten Flug viel bewusster auf meinem Sitz sitzen und vielleicht machst du das ja auch. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.